Das war doch ein Auftakt, oder? Geiles Wrack gestern, die Dynasty. Der Maschinenraum war schon ziemlich cool. Für mich persönlich schon ein echtes Highlight zum Start. Und auch die Kinetic heute Morgen hat sich doch echt sehen lassen können. Nach dem morgendlichen Tauchgang verlassen wir aber jetzt die Gegend weiter in Richtung Norden. Denn wrackiges Highlight des Tages wird die SS Sisselgorm. Ah, die Sisselgorm. Wohl das bekannteste Wrack im Roten Meer und tatsächlich auch als eines der besten weltweit angesehen, liegt das 1941 im Zweiten Weltkrieg von deutschen Bombern versenkte britische Versorgungsschiff auf einer Tiefe von 17 bis 30 Meter und ist auf mehreren Ebenen betauchbar. Entdeckt wurde das Wrack, ca. 40 Kilometer südlich des Sinai, tatsächlich bereits 1956 von niemand Geringerem als dem Godfather of Scuba Diving, dem Erfinder des Lungenautomaten, dem französischen Tauchpionier Jacques Cousteau. Der Explosionskrater mit Blick auf das Munitionslager, die beiden Geschütze, eine betauchbare Kommandobrücke und 2 Laderaumebenen mit Motorrädern, Maschinengewehren und LKW machen die Sisselgorm zu einem besonderen Highlight für alle Wrackfans. Immerhin finden hier nach Schätzung der Hurghada Environmental Protection and Conservation Association pro Jahr gute 96.000 Tauchgänge statt. Ja, und auch ich war 2022 schon mal hier und habe natürlich richtig Bock. Und wer weiß, wie lange man hier noch rein kann. Den Gerüchten nach droht das Wrack am Bug auseinanderzubrechen. Eine erhebliche Gefahr dürfte auch langfristig von den Eisenbahnwaggons auf dem Deck des Wracks ausgehen, unter dessen Gewicht sich dieses bereits sichtbar durchgebogen hat. Angesichts der fortschreitenden Korrosion muss damit gerechnet werden, dass die belasteten Deckteile eines Tages zusammenbrechen werden. Die Chance hierher zu kommen, sollte man also auf jeden Fall nochmal nutzen, solange es geht.
Immer wieder ein Highlight. Stichwort Highlights. Nach den Highlight-Wracks der ersten beiden Tage haben wir die Sizzlegorm nach 2 Tauchgängen jetzt wieder verlassen und sind in Richtung Ras Mohammed Nationalpark gefahren. Hier in der Nähe wird auch unser heutiger Nachttauchgang stattfinden, am sogenannten Alternatives Reef. Eine Ansammlung von etwa 7 Pinnacles mit der Aussicht auf vielfältige nächtliche Fauna. Hoffen wir mal, dass der heutige Nachtdive ein bisschen mehr zu bieten hat als der gestrige.